Im eiskalten Winter 1945 mussten meine Mutter und meine beiden Brüder, die waren 10 und 4 Jahre alt, und ich mit 8 Jahren, wir mussten unsere Heimat Schlesien, war Niederschlesien, bei Glogau, in einem kleinen Dorf haben wir gewohnt, mussten wir verlassen, um uns vor den Russen in Sicherheit zu bringen. Vor den Russen hatten wir mächtige Angst. Die wurden ja als Monster und schlimmste Unmenschen dargestellt, kann mich erinnern, auch auf Plakaten. Und da wurde uns viel Angst gemacht. Die habe ich so als ungeheuer empfunden. So wurde uns das deutlich gemacht. Der Aufbruch war eben mit dieser Vorgabe, so und so viel durfte man nur mitnehmen pro Person an Gepäck. Und wir hatten die Vorstellung, oder es wurde gesagt und verbreitet, dass man eventuell nach 3 Wochen wieder nach Hause kann. Also wir haben das Zuhause verlassen, als würde man in Urlaub fahren. Alles war tipptopp aufgeräumt und blitzte und ja, es war alles noch vorhanden, bis auf die paar Dinge, die wir mitgenommen haben. Es gab 2 Möglichkeiten, diese Reise zu beginnen. Entweder mit der Bahn oder mit Pferdetrecks über die Straßen. Und meine Mutter hat sich für den Weg mit dem Treck entschieden, weil es bekannt war, dass auf den Bahnhöfen in dem großen Gedränge die Kinder, die Familien auseinandergerissen wurden und Kinder verloren gingen. Und dieses Risiko wollte sie nicht eingehen. Ja, an die erste Nacht kann ich mich also gut erinnern. Da haben wir Stopp gemacht und in einem Gasthaus war unsere Übernachtungsmöglichkeit, allerdings nicht in Hotelbetten oder sonst irgendwie komfortabel, sondern mit dem Kopf auf den Tisch, die Arme auf den Tisch gelegt und auf den harten Stühlen sitzend. So haben wir die Nacht verbracht. Und wir hatten ja auch etliche Schlitten dabei, die waren an den Wagen angebunden. Es hätte ja sein können, man hat mal was zu transportieren. Und dann hat meine Mutter so einen Schlitten organisiert. Und da lag ich, das war also mein Bett, und mit einem Mantel zugedeckt. So habe ich dann mehr oder weniger schlafend die Nacht verbracht. Das war an einem Sonntag, da musste der Treck auf freier Strecke halten, irgendwo, ich weiß nicht aus welchem Grund. Und da kamen aus den Häusern die Menschen heraus und machten große Augen und sagten, sie haben ja auch Kinder dabei. Und nein, kommen Sie doch rein, wir essen gerade, wir laden Sie ein. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Inzwischen kann ja sein, dass der Treck weiterfährt und wir verpassen das und sind dann nicht dabei, das geht nicht. Nein, nein, mein Mann bleibt hier unten, der passt auf und sagt Bescheid. Und da waren wir überwältigt, was das für ein Gefühl war, wieder mal an einem gedeckten Tisch zu sitzen und
Köstlichkeiten zu genießen und die Freundlichkeit dieser Menschen. Also das war so ein unvergesslicher Höhepunkt neben all dem eintönigen und schlimmen Erfahrungen, die man gemacht hat. Es blieben etliche Menschen, die haben ihr Ziel nicht erreicht, die blieben unterwegs, sind gestorben. Alte, Kranke und ganz viele Babys. Und es war keine Möglichkeit, dass einer da bleiben konnte bei seinem gestorbenen Familienmitglied und ihn irgendwo auf dem Friedhof zu beerdigen. Das war also überhaupt nicht möglich. Und so wurden diese Leichen in Tücher gehüllt und vor irgendein Haus gelegt, an dem wir vorbeikamen, mit der Bitte, um ihn zu beerdigen. Ein Zettel dabei, bitte beerdigen. Und dann ging die Fahrt weiter. Mehr konnte nicht sein. Ja, und unsere Mutter, die sich ja sehr um uns gesorgt und gemüht hat, da waren auch die Kräfte irgendwann zu Ende und sie wurde ganz krank, bekam hohes Fieber und sie hätte so auch nicht weiterreisen können und Arzt gab es nicht unterwegs. So hat sich der Bürgermeister bemüht, an dem nächsten Stopp für die nächste Nacht ein Privatquartier, nannte man das damals, zu bekommen, wo meine Mutter oder wo man, je nachdem wie viel Platz war, ein richtiges Bett hatte. Und diese Hausfrau dort, bei der sie untergekommen war, die hat sich rührend bemüht, die hat Wadenwickel gemacht und ihr die ganze Nacht so fiebersenkende Säfte eingeflößt und sie betreut und ja, und das warme Bett war natürlich auch was Wohltuendes, sodass sie recht und schlecht am nächsten Morgen wieder hergestellt war und doch mitreisen konnte. Aber irgendwann, viel später, Jahre danach, hat sie mal gesagt, also wenn ich euch Kinder nicht gehabt hätte, die ich euch versorgen musste und betreuen, ich hätte mich irgendwo ins Schnee gelegt. Punkt, Punkt, Punkt. Dann begann aber für uns die große Hungerszeit. Ganz entbehrungsreich und wir hatten ja nichts. Viele hatten einen kleinen Garten oder wir konnten ein bisschen Gemüse ernten oder Obst oder irgendwas. Wir hatten ja nichts und von daher war Hungern angesagt und es war ganz schrecklich. Mein jüngerer Bruder, der hatte einen Hungerbauch, richtig, wie man das von den afrikanischen Kindern kannte, die dann einen ganz dicken Bauch kriegen. Das hatte der auch und ja, wir konnten uns nicht satt essen an trockenem Brot oder an Kartoffeln.
das reichte nicht hin und vorne. Und es war ganz schwer, ganz besonders für meine Eltern und für unsere Mutter. Sie wussten nicht, wie wir das über lange Zeit so bestehen konnten. Ne? Sie hat sich alle Mühe gemacht und die hat uns ja alles genäht. Es gab ja auch nichts, konnten nichts kaufen und sie hat aus Stoffresten und was sie auftreiben konnte, hat sie uns eingekleidet. Das war also ganz großartig. Aber dennoch änderte das nichts an diesem Hungerzustand. Kilometerweit, kann man fast sagen, mussten sie laufen, um in einer Gärtnerei versuchen, etwas Gemüse zu bekommen. Und als sie dann in der Schlange standen und endlich dran waren, war alles ausverkauft. Und dann musste mit leerer Tasche und hungerndem Magen musste man dann wieder nach Hause schleichen. Das war also, diese Zeit ist noch eben negativer in meiner Erinnerung als die 3 Wochen unterwegs sein auf der Flucht. Ich weiß noch, was es immer gab. Wasser, gekocht mit Salz und irgendwelchen Gewürzen und dann eine rohe Kartoffel reingerieben. Das war die Mahlzeit. Und wie gesagt, wenn es dann etwas Feiertag war, kam noch etwas geröstete Zwiebel damit rein. Hängen geblieben ist mir ein ganz besonders unangenehmes Erlebnis, als wir für unsere abendliche Suppe etwas Salz brauchten und dazu in einem Laden das kaufen wollten, sagte uns die Verkäuferin, mit der Aussage schickte sie uns weg, für Flüchtlinge haben wir kein Salz. Nach der Wende bin ich dann mit meinem Mann, sind wir da mal nach Plauen und da überall hingefahren, wo wir waren. Und das war also ganz bewegend für mich, da alles noch so zu sehen, wie wir es verlassen haben, weil in der DDR nichts gebaut wurde, nichts repariert. Zum großen Teil hat man alles wieder so vorgefunden, wie wir es verlassen haben eigentlich. Und die Schule und die Kirche und ja, das waren bewegende Momente, das alles wieder zu sehen.